Gartenwissen fällt nicht so einfach vom Himmel. Oft schaut man aber schon als Kind den Eltern oder den Großeltern bei der Gartenarbeit zu oder man probiert später selbst nach der Versuch- und Irrtum-Methode. Oder man lernt aus Büchern oder Gartenzeitschriften. Bei mir geht es immer um den Garten und heute geht es um 2 Gartenbücher. Herzlich willkommen bei Geh wie Garten. Wer einen Garten besitzt, der hat auch Gartenbücher, selbst gekauft oder als Geschenk bekommen. Und wer noch über keine Gartenbücher verfügt oder auf der Suche nach neuen Gartenbüchern ist, dem kann ich heute 2 nützliche Bücher vorstellen. Das erste Buch gehört eigentlich in die Abteilung Grundausstattung und der Untertitel sagt schon alles. Von Abessinische Gladiole, von der ich vorher noch nie etwas gehört hatte, bis Zypresse. Genauso ist es auch. In diesem Gartenhandbuch sind alle drin. Das Mäusespänzchen, ein Ackerwildkraut genauso wie der fliegende Holländer, der wiederum ein anderer Name für die Grünlilie ist. Eine Zimmerpflanze, die ursprünglich aus Südafrika stammt und die in diesem Gartenhandbuch als anspruchslose Pflanze beschrieben wird, weswegen sie auch gern in Studentenbuden und in Büros gedeiht. Von A bis Z geht es einmal quer durch die Feld-, Flur-, Haus- und Gartenpflanzenwelt. Ein 1152 Seiten dick und knapp 3 Kilo schweres Buch. Das Nachschlagewerk, das ich auch gerne zum Schmökern nutze, ist von 1993. Herausgegeben als Sonderausgabe und es ist leider nur noch gebraucht erhältlich. Unten habe ich mal ein paar Anbieter verlinkt, die es auch noch gebraucht verkaufen. Die informativen Texte laden zum Lesen ein und alles Wichtige, Standort, Höhe, Blütezeit und Vermehrung der beschriebenen Pflanzen, steht gleich am Anfang der teils auch mal etwas längeren Texte. Das zweite Buch gehört eindeutig erstens zur Reihe Schöne Gartenbücher mit seinem auffälligen Einband und den schönen Fotos und gehört zweitens zu den Gartenbüchern, die neugierig machen. Mit dem Titel, der im ersten Teil so gar nichts mit Garten zu tun hat, in der Kombination mit Pflanzen sticht es völlig aus dem Rahmen herkömmlicher Gartenbücher. Das Buch behandelt ein Phänomen, das es eigentlich schon längst gibt. Hier wird es aber zur Methode erklärt, die man gezielt nutzen sollte. Es geht um Pflanzen, die sich reichlich von selbst versamen und sich sozusagen selbst ihren Standort wählen oder mit denen man schnell und günstig einen brachliegenden Garten in ein blühendes Paradies verwandeln kann. Erschienen ist das Buch von Jonas Reif, dem ehemaligen Chefredakteur der Gartenzeitschrift Gartenpraxis, Christian Kress, dem Inhaber der Sarastro Staudengärtnerei und dem Gartenfotograf Jürgen Becker 2014 im Ulmer Verlag. Und auf 188 Seiten mit vielen tollen Fotos wird nicht nur Blackbox Gardening vorgestellt, sondern auch die passenden Pflanzen und ihre Lebensbereiche. Vielleicht wird man mit diesen beiden Büchern etwas gelassener gegenüber Unkraut, weil man es nun bestimmen kann. Und das winzige Pflänzchen, das sich selbst ausgesät hat und nun zwischen den Fugen des Gartenwegs keimt und das man sonst ausgerupft hätte, wird zufällig eine wunderschöne blühende Pflanze. Das waren 2 interessante Gartenbücher, wie ich finde. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ich würde mich natürlich über einen Daumen nach oben oder ein Abo sehr freuen. Tschüss, bis zum nächsten Mal bei Geh wie Garten. Tschüss.